Der Freistaat Sachsen stellt sich der Herausforderung Zukunft. Digitalisierung und 5G, diese Begriffe sind derzeit in aller Munde. Doch wir reden nicht nur darüber, wie wir Innovationen voranbringen können. Wir wollen mitgestalten. Wir packen an. Deshalb haben wir im Dezember 2018 den Simul+ Innovation Hub gestartet. Der Simul+ Innovation Hub ist der nächste Schritt einer ganzen Kette, die wir mit Simul+ und der Zukunftsinitiative gestartet haben, die Menschen aus der Wissenschaft, aus der Wirtschaft, aus der Verwaltung, aus der Dienstleistungsbranche zusammenzubringen, um innovative Lösungsansätze für die Herausforderungen in unserem Bereich, also Umwelt und Landwirtschaft, zu finden. In 5 Themenfeldern werden konkrete Projekte umgesetzt. Wir bauen ein 5G-Experimentierfeld auf, in dem Robotertechnologien und Echtzeitverfahren entwickelt und getestet werden. Im Themenfeld Smart Farming und Forsttechnik werden wir das Feldschwarmprojekt zur Praxisreife bringen und arbeiten an autarken Bodensensoren, die dem Landwirt Informationen zu Nährstoffversorgung, Bodentemperatur und Wassergehalt liefern. Wir arbeiten im Themenfeld Umwelttechnologien und Nachhaltigkeit an Konzepten für die optimale Energieversorgung von landwirtschaftlichen Betrieben und Orten im ländlichen Raum unter Einbeziehung vorhandener Ressourcen wie Sonne, Wind und Biomasse. Mit Hilfe von digitalen Wanderkarten lenken wir die Nationalparkbesucher gezielt auf Wanderwegen, um einen wichtigen Beitrag zum Umwelt- und Naturschutz in der sächsischen Schweiz zu leisten. Im Themenfeld digitale Dörfer und smarte ländliche Regionen werden digitale Anwendungen und Angebote für den ländlichen Raum in Sachsen, wie beispielsweise die Dorf-App, entwickelt und pilothaft etabliert. Am 6.12.2018 fiel der Startschuss für den Simul+ Innovation Hub. Wir sind sehr stark überzeugt bei uns bei John Deere, dass Sachsen hier eine Vorreiterrolle einnimmt. Sachsen will machen und wir schließen uns der Region deswegen gerne an, weil wir eben Dinge, die wir in unseren Köpfen haben, Ideen, Technologien eben umsetzen wollen und in die Praxis bringen wollen. Der erste Termin nach dem Start des Simul+ Innovation Hubs war die Vorstellung des Feldschwarmprojektes am 7. März 2019 an der TU Dresden. Die Idee des Feldschwarms besteht darin, nach jetzt existierenden Produktivitätswachstumsparadigmen größer, schneller, breiter umzukehren, indem man sagt, Produktivität wird nicht nur alleine aus Maschinengröße generiert, Masse, Gewicht, Arbeitsbreite, Geschwindigkeit, sondern wird jetzt verteilt in einzelne Einheiten. Die erste SIH-Fachkonferenz am 15. März 2019 fand bei 130 Experten bundesweit große Resonanz. Staatsminister Thomas Schmidt stellte den Simul+ Innovation Hub am 17. April im sächsischen Verbindungsbüro in Brüssel Vertretern der Europäischen Kommission vor. Bei der Landwirtschaftsausstellung Agra im April in Leipzig nutzten viele Besucher die Chance, sich am Messestand des Innovation Hub über einzelne Projekte und Exponate zu informieren. Von der Theorie in die Praxis hieß es am 17. Juni. 200 Gäste kamen zur Eröffnung des Test- und Experimentierfelds nach Köllitsch. Mit 2000 Quadratkilometern soll dieses zum größten 5G-Testfeld seiner Art in Europa ausgebaut werden. Dazu gehören zum Beispiel Drohnen, die über Hindernisse oder den Ernährungszustand der Pflanzen informieren und diese an Pflanzenschutzspritzen weitergeben. Damit können Pflanzen zukünftig ganz nach Bedarf besprüht werden. Doch die Digitalisierung soll nicht nur der Landwirtschaft, sondern auch dem ländlichen Raum neue Impulse geben.
Der ländliche Raum war ja bisher immer so abgehangen aufgrund seiner räumlichen Entfernung zu den Ballungsräumen. Und die Digitalisierung bringt Arbeit in den ländlichen Raum, bringt Zukunftschancen für Arbeit in den ländlichen Raum und bringt die Menschen im ländlichen Raum näher zusammen. Das ist unser Ansatz. Damit können wir Lösungen für die Herausforderungen unserer Zeit entwickeln. Dafür können wir Wertschöpfung in Sachsen, speziell auch im ländlichen Raum, sichern. Das wird ausstrahlen über Sachsen hinaus, nach Deutschland, nach Europa und in die ganze Welt. Denn die Aufgaben, die zu lösen sind, sind überall die gleichen. Lassen Sie uns gemeinsam den Weg weitergehen. Die Zukunft wartet nicht.